Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Ich bin Thomas und ich mache für euch heute einen selbstgemachten Fleischkäse. Wenn ihr sehen wollt, wie ich es gemacht habe, bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei! Bei uns gibt es ja heute Fleischkäse. Dazu brauche ich ein paar Zutaten. Das ist zum einen Schweineschulter, etwas Rückenspeck, mageres Rindfleisch und ein wenig Schweinebauch. Dann habe ich hier jede Menge Gewürze. Schreibe ich euch unten in die Infobox. Wenn ich das Fleisch dann gekuttert habe, kommt noch ein bisschen Käse dazu, frischer Paprika, Röstzwiebeln und ja, das Ganze zeige ich euch jetzt dann Schritt für Schritt und da hole ich euch gleich wieder mit dazu. So, der Wolf ist zusammengebaut und wir beginnen mit dem Schweinerückenspeck. Der muss zuerst durchgelassen werden, den werde ich dann beim Kuttern zum Schluss mit dazugeben. Aber das seht ihr nachher. So, wir beginnen mal zu wolfen. So, den Speck nehme ich jetzt raus. So, den Speck habe ich jetzt rausgenommen. Den brauche ich ja nachher zum Kuttern. So, jetzt geht's weiter. So, wir haben alles durchgewolft. Nächster Schritt. Wir gehen zum Kutter. Aber bevor wir dahin gehen, werde ich das Fleisch nochmal für gute 20 bis 25 Minuten in den Tiefkühler stellen, dass es nochmal so richtig runterkühlt. Und nach dieser Zeit sehen wir uns dann wieder am Kutter. So, die 25 Minuten sind rum. Das Magerfleisch habe ich schon mal in den Kutter rein. Jetzt lassen wir es erstmal noch ein paar Runden laufen. Da schließen wir mal den Deckel. Und machen wir Strom drauf. Was ich euch vorhin nicht gezeigt habe, das ist Eis. Das sind 400 Gramm Crash-Eis. Ihr könnt es auch mit kaltem Wasser machen. Jetzt lasse ich mal ein paar Runden drehen und dann kommt er wieder mit dazu. So, das reicht schon. Drücken das Ganze ein wenig jetzt nach unten. So. Jetzt kommt das Pökelsalz und das Kutterhilfsmittel. Da habe ich auch ein bisschen Zucker mit drin. Und die Hälfte vom Eis. So, jetzt lassen wir das Ganze kuttern bis auf ca. 8 Grad und da sehen wir uns wieder. So, die 8 Grad sind erreicht und jetzt schauen wir wieder rein. Schaut euch dieses Brät an. Ah, das ist ja mega, oder? Jetzt kommt der Rückenspeck. Die restlichen Gewürze. Das restliche Eis. So, jetzt haben wir alles drin, was wir brauchen. Wir schließen wieder. Und jetzt wird gekuttert bis auf eine Temperatur von 14 Grad. Da habt ihr die beste Emulsion und da starten wir es ganz einfach. So, ich hole euch dann wieder mit dazu. So, wir stoppen mal und schauen mal, wie es mit der Temperatur aussieht. Und schaut euch das Brät an, das ist der Hammer, oder? So, wir checken mal. Ja, also 13,6, das reicht. Wir sind fertig mit Kuttern. Das Ganze mache ich jetzt in eine Schüssel und dann kommen die übrigen Zutaten zum Verfeinern noch mit dazu. Die Röstzwiebeln, der Käse, Paprika. Aber das sehen wir uns gleich wieder. So, Fleischbrät, also hat einen wunderbaren Glanz. Ja, das sieht wahrscheinlich in der Kamera, sieht man es wahrscheinlich nicht so. Da habe ich die Röstzwiebeln.
Das sind auf die Gesamtmenge, das sind so 1,6 Kilo, 120 Gramm. Also wie gesagt, wenn ihr nur die Ursprungsbrät wollt, ja nur der reine Fleischkäse, dann lasst ihr halt das draußen. Ja. Aber wir wollen halt das Ganze ein bisschen pimpen, ja, und das macht man eben bei uns mit Röstzwiebeln, Käse und Paprika. Könnt ihr euch auch Salami reinmachen und Schinken, so Pizzafleischkäse. Da geht ja alles mit. Das Brät könnte man rein theoretisch auch als Fleischwurstbrät hernehmen. Jetzt gucken wir mal. Also wie gesagt, das ist eine frische Paprika, den habe ich allerdings geschält. Müsst ihr nicht, kann man aber machen. Dann ist einfach leichter verdaulich. So, ich würde sagen, ich mische das Ganze mal kurz untereinander und dann hole ich euch wieder mit dazu. Alles gemischt und das ist unsere Fleischkäseform. Wie gesagt, es ist schon ein wenig mehr geworden. So, Brät passt genau rein. Wie gesagt, jetzt verteile ich das Ganze noch. So, jetzt haben wir mal alles gleichmäßig verstrichen. Jetzt machen wir noch so ein kleines Muster rein, dass einfach ein bisschen schicker aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Nächster Schritt, Backofen vorheizen und dann wird er abgebraten. Und da sehen wir uns wieder. So, es ist soweit. Ich habe den Backofen mal auf 150 Grad Umluft oder Heißluft vorgeheizt. Da steht er. Und da unten habe ich eine Wasserschale drin, damit der Fleischkäse schön aufgehen kann. Und wie gesagt, 150 Grad, ja, so 1,5 bis 2 Stunden. Und da sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder 1,5 Stunden später. Ich habe den Fleischkäse schon mal rausgeholt, habe ein bisschen ruhen lassen, haben auch schon mal durchgeschnitten für euch. Und ich zeige ihn euch jetzt mal. Und wow, richtig lecker sieht es aus. Paprika, Käse, die Röstzwiebeln, genauso muss ein Fleischkäse bei mir aussehen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht reinmachen wollt, lasst alles weg und nehmt den Fleischkäse als Naturbrät. Ja, geschmacklich habe ich auch schon mal probiert, schmeckt richtig lecker, richtig schön würzig, die Pfeffernote kommt gut, das Chili kommt gut, die anderen Gewürze perfekt, also wirklich gut. Und er ist schon nicht so fett, was mir auch wichtig war. Und ja, ein gelungener Versuch. Wenn ihr keinen Tischkutter habt, macht in der Küchenmaschine, wird genauso gut geschmacklich, vielleicht nicht ganz so fein, aber geschmacklich genauso gut. Und Freunde, wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, könnt ihr das gerne nachholen, würde mich riesig freuen. Ein Kommentar würde mich immer freuen. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.